Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja Leute, die Zeit rennt, wir haben tatsächlich schon August und ja, dementsprechend ist es Zeit für mein neues Video, für mein Format Komplimente Parfums des Monats. In dem Fall halt des abgelaufenen Monats Juli. Ich stelle euch also die Parfums vor, auf die ich angesprochen wurde, Schrägstrich, für die ich Komplimente bekommen habe. Ja, im Juli sind es 3 Parfums geworden, also 3 Parfums, auf die ich angesprochen wurde. Ja, der Juli war für mich ein total schöner, aber auch zugleich irgendwie total ätzender Monat. Ja, 2 Wochen des Monats Juli war ich im Urlaub, das war wunderschön. Und ja, auf dem Rückweg habe ich mir irgendwie eine Infektion eingefangen und lag dann die restlichen 2 Wochen des Monats im Bett. Also ich habe das Haus wirklich nicht verlassen. Ja, und dementsprechend sind es auch nur 3 Parfums geworden, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur mein Format. Ich möchte euch die Parfums immer wieder vorstellen, auf die ich in dem jeweiligen Monat angesprochen wurde. Ja, und wie gesagt, in diesem Monat sind es eben 3 Parfums geworden. So, bevor wir mit dem ersten Parfum starten, möchte ich noch mal ganz kurz etwas zu dem Format Komplimente Parfums des Monats sagen. Denn ja, wenn ich ein Kompliment bekomme bzw. auf ein Parfum angesprochen werde, ist das logischerweise aus so einer Alltagssituation heraus. Und da ist nicht sofort mein Gedanke, oh, jetzt habe ich ein Kompliment bekommen, ich muss da jetzt irgendwie sofort ein YouTube-Video drehen. Trotzdem versuche ich natürlich, weil es soll authentisch und vor allem ehrlich sein, die Situation, das Kompliment möglichst originalgetreu zu rekapitulieren. Das heißt, ich versuche dann schon möglichst den O-Ton wiederzugeben, weil ich euch eben in diesem Format zeigen oder mitteilen möchte, was ich für Komplimente bekomme, was eben gesagt wurde. Ja, und für Leder 6 der deutschen Nischenmarke Schwarzlose Berlin habe ich im Juli ein Kompliment bekommen. Ja, ich musste Ende Juli aufgrund meiner Infektion ins Krankenhaus bzw. in eine dort ansässige Radiologie, denn es sollte meine Lunge geröntgt werden. Und dort wurde ich von einer Krankenschwester behandelt und die sagte, O-Ton, Mensch, du riechst aber gut. Ja, der Name lässt es vermuten, es ist ein Lederparfum. Ich habe dazu auch schon mal ein ausführliches Review gemacht, das blende ich euch gerne hier oben rechts ein. Ich glaube sogar, dass das eines meiner ersten Videos hier auf meinem YouTube-Kanal war. Also schaut da gerne mal vorbei. Hier wird neben einer wirklich sehr feinen, milden Ledernote auch mit einer tollen Safranblüte gearbeitet. Also es ist diese typische, tolle Leder-Safran-Kombination. Das Parfum wird relativ süß, weil hier noch mit einer milchigen und Vanillenote gearbeitet wird. Das macht für mich tatsächlich auch den Unterschied zu, ich sag jetzt einfach mal herkömmlichen Lederparfums aus, weil es dadurch eben, so schön milchig, vanillig, cremig, fast schon butterig wird und eben auch relativ süß wird. Und der Drydown wird durch Styrax, was ja ein Harz ist, eben auch noch so leicht balsamisch abgerundet. Also wirklich ein tolles Parfum. Haltbarkeit ist wirklich gut, liegt mindestens bei 8 bis 9 Stunden. Tendenziell hält es sogar an mir noch ein bisschen länger. Und die Sillage ist wirklich ein gutes Mittelmaß. Vor allem in den ersten 3-4 Stunden hat man wirklich Spaß an dem Parfum. Also eine klare Empfehlung. Ja, und ich sagte euch ja eben, dass ich im Juli für 2 Wochen im Urlaub war. Und die beiden Parfums, die jetzt kommen, hatte ich eben mit in den Urlaub genommen und wurde eben auch auf Wood Sage and Sea Salt der Marke Jo Malone angesprochen. Und zwar wurde ich im Hotel am Buffet von einem englischsprachigen Pärchen angesprochen. Die sagen, dass ich ganz großartig rieche. Und ich muss auch generell sagen, dass Wood Sage and Sea Salt so eines der Parfums ist, für das ich mit am meisten Komplimente bekommen habe. Das Parfum hat keine außergewöhnliche Duft-DNA, aber es hat eben eine Duft-DNA, die wirklich unfassbar gut im Umfeld ankommt. Das ist so ein Parfum, nach dem sich Leute umdrehen, die wissen wollen, oh, wer hat jetzt hier so gerochen, was hat hier so gerochen, also wirklich. Es ist ein aquatisch-aromatisches Parfum. Hier wird unter anderem mit Ambrettsamen gearbeitet, was eine gewisse Aromatik mit sich bringt.
dann haben wir zum Glück nur eine leicht salzige Note, denn ich bin mittlerweile kein so großer Fan mehr von salzigen Noten. Hier ist die salzige Note nie zu intensiv, die schwingt eher nur so ganz leicht und mild mit, finde ich richtig angenehm. Und wir haben auch eine richtig tolle Moschusnote. Es ist so, ja, ganz leicht pudrig, so schön weich. Und das Ganze wird dann auch noch mit so einer schön aromatischen Salbeinote abgerundet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Parfum. Es ist irgendwie eine recht einfache Duft-DNA, aber irgendwie dennoch eine DNA, die wirklich außergewöhnlich ist, eben weil die eine ganz, ganz tolle Duftaura entwickelt und eben wirklich gut ankommt. Die Haltbarkeit, das ist so ein Thema für sich. Das hat man ja öfter bei den Jo Malone Parfums. Ich sag mal so, die schwingt jetzt hier bei Wood Sage and Sea Salt oder schwankt eher gesagt zwischen 4 bis 6 Stunden. Ich habe es tatsächlich auch schon mal geschafft, dass ich auf 6 Stunden gekommen bin. Da habe ich mir aber auch ordentlich die Klamotten eingenebelt. Aber ich würde eher sagen, dass es tendenziell im Schnitt nur so 4 bis 5 Stunden hält. Ihr müsst wirklich einige Sprühstöße verwenden oder eine Abfüllung mitnehmen und nachlegen. Da bin ich ehrlich zu euch. Aber dennoch finde ich, ist es ein Parfum, was vor allem so im Sommer, aber auch durchaus so im Frühling, Herbst zu tragen ist. Es ist halt ein eher leichteres Parfum. Aber wie gesagt, es kommt wirklich gut an und ist eine klare Empfehlung. Auch Grapefruit Generation der Nischenmarke DS & Durga hatte ich mit im Urlaub. Dazu habe ich auch schon mal ein ausführliches Review gemacht. Das blende ich euch hier oben rechts ein. Und es kam auch in meinem Sommer Top 10 Video vor. Ich glaube, damals platzierte ich das Parfum auf Platz Nummer 7. Und ich würde es mittlerweile sogar tatsächlich noch höher ranken, vielleicht so auf Platz 4 oder 5, weil es mir mit der Zeit immer besser gefallen hat. Also wirklich, je öfter ich dieses Parfum trage, ja, desto toller finde ich es auch. Für dieses Parfum habe ich von einem befreundeten Pärchen ein Kompliment bekommen. Und zwar wirklich O-Ton, du riechst so frisch wie so eine Seife. Ich gebe das jetzt tatsächlich so wieder, wie es mir eben entgegengebracht wurde. Ich habe daraufhin gefragt, ja, ist das jetzt positiv oder wie soll ich das verstehen? Und da sagte die Freundin, ja, absolut positiv, das riecht so super frisch, irgendwie so wie so eine ganz hochwertige Seife. Finde ich, wie gesagt, immer wieder interessant, deswegen sage ich euch oder versuche ich euch auch zumindest immer so den O-Ton wiederzugeben. Ich finde jetzt nicht, dass dieses Parfum irgendwie seifig riecht, aber es riecht ja eben frisch und dementsprechend ist es gar nicht so abwegig, dass es vielleicht von anderen Personen eben auch so ein bisschen seifig wahrgenommen wird. Ja, hier haben wir zwei, ich sag mal fast schon übliche Duftnoten für ein frisches Parfum. Nämlich hier wird mit der Pomelo Schale und mit der Grapefruit gearbeitet. Wir haben aber in diesem Parfum auch zwei sehr außergewöhnliche Duftnoten, die für mich eben auch den Unterschied machen. Wir haben nämlich einmal eine Silbernote, die wirklich so einen metallischen Touch mit sich bringt. Und da muss ich sagen, dass ich ganz zu Anfang, als das Parfum ganz neu war, Schwierigkeiten hatte, diese metallische Note wahrzunehmen. Mittlerweile ist das Parfum wahrscheinlich auch so ein bisschen nachgereift. Dadurch, dass ich es verwendet habe, hat es auch so ein bisschen mit Sauerstoff reagiert. Ist diese metallische Note, diese Silbernote wirklich sehr gut herauszuriechen. Also macht wirklich den Unterschied. Und wir haben im Dry Down auch so eine richtig schöne Korknote. Tatsächlich riecht es wirklich wie so ein Korken, also nur so eine leichte Korknote. Es hat eben so einen holzigen Touch. Und diese beiden Noten machen für mich eben den Unterschied. Und deswegen habe ich das Parfum mit der Zeit wirklich lieben gelernt und vor allem auch schätzen gelernt. Es gefällt mir, je öfter ich dieses Parfum trage, eben wirklich immer besser. Ja, die Haltbarkeit ist an mir wirklich gut. Ich komme tatsächlich auf 8 bis 9 Stunden, was für diese Art von Duft-DNA wirklich gut ist. Ich weiß, dass es da andere Meinungen gibt, aber ich kann nur das wiedergeben, wie es eben an mir hält. Also ich bin absolut zufrieden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich grundsätzlich immer auch meine Klamotten eindiesel. Und ja, Parfum sich eben auf Klamotten deutlich länger hält. Die Sillage ist ein gutes Mittelmaß, also kein Beast Mode, aber auch tatsächlich kein schwaches Parfum. Absolut in Ordnung und ausreichend. Besorgt euch mal eine Abfüllung, das Parfum ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, die 50 ml haben so ca. 160 € gekostet.
Ich kann es tatsächlich empfehlen, auch zu diesem Preis, zu diesen Konditionen, da es sich, wie gesagt, aufgrund der beiden Noten für mich nochmal abhebt und besonders macht. Aber das müsst letztlich natürlich auch ihr entscheiden. So, und wie immer stelle ich am Ende des Videos nochmal alle Parfums zusammen. Also das gerade vorgestellte Grapefruit Generation der Nischenmarke DS Durga. Dann haben wir hier Wood Sage and Sea Salt der Marke Joe Malone. Ein wirklich tolles, aquatisches, leicht aromatisches Parfum, für das ich unfassbar viele Komplimente bekommen habe. Also generell viele Komplimente bekommen habe. Und dann haben wir einmal hier zur linken Leder 6 der deutschen Nischenmarke Schwarzlose Berlin. Ein wirklich tolles, feines Lederparfum, was durch die milchige und vanillige Note schön süßlich wird. Also auch ein wirklich tolles Parfum. Und ja, das waren die Parfums aus dem Video. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben und hast Interesse daran und Lust daran, mich zu unterstützen, ja, dann klicke doch auf den Abo-Button. Ich würde mich freuen. Und im Idealfall aktivierst du auch die Glocke. Ja, so bleibst du wirklich immer auf dem Laufenden. Ansonsten sage ich danke, dass du hier warst. Und ja, bleib gesund und bis demnächst.